Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu dieser hübschen Unterlage. Für diese Unterlage werde ich mit einer 4er Nadel häkeln und mit Wollresten. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unter dem Video in der Infobox. Und wir schlagen nun eine Luftmaschenkette an, teilbar durch 4 plus 3. Ich habe mich jetzt hier für 20 Maschen entschieden, plus 3 mehr. Halte meinen Daumen auf die letzte Masche, häkel 3 zusätzliche Luftmaschen, mache einen Umschlag und gehe ab Nadel in die 4., wo ich auch den Daumen drauf gelegt habe. Ich gehe hier vorzugsweise immer in die untere einzelne Schlaufe, denn so habe ich eine komplette Masche auf der anderen Seite. Nun häkel ich noch ein zusätzliches Stäbchen und habe somit optisch meine 3 Stück. Eine Luftmasche, Umschlag, eine Masche freilassen und in die nächsten 3 danach jeweils ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die nächsten 3 danach jeweils ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die danach wieder 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und die danach 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die letzten 3 Maschen jeweils nochmal ein Stäbchen. Und dann ist unsere erste Reihe soweit fertig. Die nächste Reihe beginnen wir mit 3 Luftmaschen und gehen nun in das letzte Stäbchen, in die letzte Masche mit einem Umschlag hinein und häkeln dort 3 Stäbchen in die gleiche Masche, so dass wir seitlich eine Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln. 3 Luftmaschen, nun auf die untere Seite, und dadurch, dass ich in der unteren einzelnen Schlaufe eingestochen habe, habe ich nun hier komplette Maschen. Ein Umschlag und nun häkel ich über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche und wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche und über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und so nun die ganze Reihe bis zum Ende. Und am Ende der Reihe auch über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Das letzte kommt über die Steigeluftmaschen der Vorreihe. Da steche ich in das 3. von unten angezählt ein. Und dann so wie auf der anderen Seite 3 Luftmaschen und nun mittig, also
in das zuletzt gehäkelte Stäbchen in die gleiche Masche einstechen und dort 3 Stäbchen hineinhäkeln. Drei Luftmaschen und beenden die Runde in der optischen zweiten Masche auf der anderen Seite im ersten Stäbchen. Das war Runde 2. Kommen wir zu Runde 3. Ich mogel mich mit 2 Kettmaschen bis über das letzte Stäbchen und mit einer dritten Kettmasche zwischen die Stäbchengruppen. Nun mache ich 3 Luftmaschen und häkel noch einmal um die Luftmasche 2 zusätzliche Stäbchen, sodass ich optisch 3 Stäbchen habe. Eine Luftmasche und zwischen die nächste Gruppe wieder eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, zwischen die nächsten Gruppen 3 Stäbchen. Und so die ganze Reihe, immer eine Luftmasche und zwischen die Gruppen 3 Stäbchen. Einfach um die eine Luftmasche herum. Und um die Kette am Ende 3 Stäbchen. Für die Seite 3 Luftmaschen und nun in das mittlere Stäbchen der 3 an der Seite 3 Stäbchen hineinhäkeln in die eine Masche. Eine Luftmasche und nochmal 3 Stäbchen in die gleiche Masche. Drei Luftmaschen und eine Gruppe um die größere Kette. Und dann sind wir wieder auf der anderen Seite, dort nur eine Luftmasche und immer 3 Stäbchen zwischen die Gruppen. Eine Luftmasche, zwischen die nächsten Gruppen eine Gruppe. Und am Ende der Reihe das gleiche wieder. Eine Luftmasche um die große Kette, eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Dann 3 Luftmaschen und in das mittlere Stäbchen der Gruppe der Vorreihe 3 Stäbchen, eine Luftmasche und 3 Stäbchen, alles in die gleiche Masche. 3 Luftmaschen um die große Kette, eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und wir beenden die Runde, indem wir in der zweiten Masche von unten angezählt mit einer Kettmasche die Runde beenden. Für die nächste Runde wechsle ich einmal die Farbe, damit wir einen schönen Kontrast bekommen. Ich ziehe die neue Farbe durch die alte hindurch, wende und häkel mit einer Kettmasche alle Fäden einmal ab, nehme dann die neue Farbe hinzu, mache 3 Luftmaschen und häkel nochmal zusätzlich 2 Stäbchen in die gleiche Stelle hinein.
Dann haben wir die Fäden auch schon fixiert mit der Kettmasche und mit dem Umhäkeln und können uns von den Fäden trennen und das Vernähen ersparen. Weiter geht's. Eine Luftmasche. Nun sind wir direkt in der Ecke. Um die große Kette eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Dann brauchen wir eine große Kette, also 3 Luftmaschen, und stechen zwischen die beiden Gruppen ein und häkeln dort eine Gruppe aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und um die große Kette herum 3 Stäbchen. Dann sind wir wieder auf der anderen Seite. Eine Luftmasche und eine Gruppe zwischen die Gruppen. Und hier wieder jeweils eine Luftmasche und immer eine Gruppe zwischen die Gruppen und das bis auf die andere Seite. Am Ende der Reihe eine Luftmasche, um die große Kette herum eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Dann brauchen wir eine große Kette für die Ecke aus 3 Luftmaschen und stechen zwischen die beiden Gruppen ein und häkeln dort wieder eine Gruppe aus 3 Stäbchen, eine Luftmasche und eine Gruppe aus 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. 3 Luftmaschen für die nächste Ecke, um die große Kette eine Gruppe aus 3 Stäbchen, und ab hier jetzt wieder nur eine Luftmasche und zwischen jede Gruppe eine Gruppe. Und das bis auf die andere Seite. Und am Ende der Runde eine Luftmasche und in der zweiten Masche von unten angezählt im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche schließen. Und das war unsere Runde 4. Kommen wir zur Runde 5. Wir wenden und mogeln uns mit einer Kettmasche in die Mitte der Kette, machen 3 Steigeluftmaschen und häkeln nochmal zusätzlich 2 Stäbchen um die eine Kette. Eine Luftmasche zwischen die nächsten Gruppen, 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, nächsten Gruppen, 3 Stäbchen. Eine Luftmasche zwischen die nächsten Gruppen, 3 Stäbchen. Und so nun jetzt erstmal bis zum Ende. Und am Ende der Runde um die große Kette nun 3 Stäbchen, eine Luftmasche und 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und zwischen die nächsten beiden 3 Stäbchen.
eine Luftmasche und 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und um die große Kette herum eine Gruppe aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen. Und dann sollte die Seite so aussehen. An der einen Ecke 2 Gruppen, in der Mitte 2 Gruppen und auf der anderen Seite in der Ecke 2 Gruppen. Eine Luftmasche und ab hier jetzt wieder zwischen jede Gruppe eine Gruppe mit einer Luftmasche dazwischen. Und am Ende wieder um die große Kette herum eine Gruppe aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen. Eine Luftmasche an der Seite zwischen die beiden Gruppen, eine Gruppe aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen, eine Luftmasche auf der anderen Seite um die große Kette herum, eine Gruppe aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen. Dann sind wir wieder auf der anderen Seite. Eine Luftmasche und zwischen jede Gruppe eine Gruppe aus 3 Stäbchen mit jeweils einer Luftmasche dazwischen. Und am Ende angekommen, eine Luftmasche und wir schließen in der zweiten Masche von unten angezählt im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Und fertig ist unsere Runde. Für die nächste Runde wechsle ich wieder die Farbe, ziehe die neue Farbe durch die alte Farbe zu, wende mein Projekt und häkle alle Fäden mit einer Kettmasche zusammen. Dann nehme ich meine neue Farbe, häkel 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und gehe nun um die gleiche Kette herum und häkel nochmal zusätzlich 2 Stäbchen und nehme die Fäden hinten mit. Und dann kann ich diese auch direkt abschneiden, denn diese haben wir bereits mit der Kettmasche und mit dem Umhäkeln fixiert und ersparen uns so das Vernähen. Weiter geht's. Eine Luftmasche und eine Gruppe zwischen die Gruppen aus 3 Stäbchen. Nun sind wir hier in der Ecke angekommen und häkeln hier in diese Doppelgruppe in die erste. Eine Gruppe aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und zwischen die nächsten Gruppen eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Eine Luftmasche zwischen die nächste Gruppe eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Gruppe aus 3 Stäbchen.
zwischen die nächste Gruppe. Und dann haben wir an der Seite wieder unsere Doppelgruppe, eine Luftmasche und in die Doppelgruppe eine Doppelgruppe aus 3 Stäbchen, eine Luftmasche und 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Wir haben hier links und rechts eine Doppelgruppe in der Doppelgruppe und oben 3 einzelne, so dass wir hier jetzt gerade werden. Und auf der anderen Seite geht es weiter wie gehabt, eine Luftmasche und zwischen jede Gruppe nur eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Und das bis zum Ende der Reihe, bis wir uns wieder an der Seite befinden. An der Seite angekommen, wieder in die Doppelgruppe, eine Doppelgruppe aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Eine Luftmasche und nun immer nur eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, zwischen die nächsten beiden Gruppen nur eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, zwischen die nächsten Gruppen eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und dann kommen wir zur letzten Doppelgruppe. Und dort häkeln wir auch wieder eine Doppelgruppe hinein aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Eine Luftmasche und dann sind wir wieder auf der anderen Seite, wo wir immer nur eine Gruppe aus 3 Stäbchen zwischen die Gruppen häkeln, mit jeweils einer Luftmasche dazwischen. Und das bis zum Ende der Runde. Und am Ende der Runde eine Luftmasche nicht vergessen und in der zweiten Masche von unten angezählt in den Steigeluftmaschen mit einer Kettmasche die Runde beenden. Und das war eigentlich der kniffligste Teil. Jetzt können wir das Ganze auf die entsprechende Größe heranwachsen lassen, wie wir das Ganze benötigen. Es werden nur noch hier, hier, hier und hier jeweils die Doppelgruppe reingehäkelt als Ecke und hier oben, unten und an den Seiten bleiben einzelne Gruppen. Und so wächst das Ganze dann heran. Wir machen hiermit immer unsere Runde um einen weiter, können dann die Farbe beliebig wechseln und unser Projekt beliebig anpassen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos. Lasst mir doch ein Abo da. Freut mich wie immer ganz, ganz doll. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Mal hören. Bis dahin, ciao, ciao.